Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und wie bereits im letzten Jahr wollen wir euch 2024 einen Überblick über das Kobi-Jahr geben. Welche Sets sind erschienen, welche Lizenzen kamen hinzu und was ist sonst noch so passiert bei Kobi? Fabrikbrand. Beginnen wir gleich mit der wichtigsten Nachricht, dem Fabrikbrand. Im März dieses Jahres kam es zu einem Brand in den Produktionsstätten im polnischen Mielec. Eine der Fertigungshallen ist vollständig abgebrannt, eine andere wurde stark beschädigt. Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Infolge des Brandes wurden zahlreiche geplante Neuerscheinungen verschoben, vor allem der Release der mehr als 3500 Teile starken Akagi verzögerte sich um mehrere Monate. Mittlerweile hat Kobi nicht nur die Anlagen neu aufgebaut, es sind weitere Produktionsanlagen hinzugekommen, sodass Kobi seine Fertigungskapazitäten erhöhen konnte. Geplante Neuheiten erscheinen nun in der Regel fristgerecht am angekündigten Termin. Limited Editions 2024. In diesem Jahr verfestigte sich der Brauch, jeden Monat eine neue Limited Edition anzubieten. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat Kobi 2024 jedoch stärker den Nerv der Kunden getroffen, denn 5 Sets aus diesem Jahr sind bereits ausverkauft. Die folgenden limitierten Editionen sind vergriffen. Mit der Setnummer 4848 das LC VP Higgins Boat aus dem Januar. Mit der Kobi-Setnummer 2584 der Sturmtiger plus Goliath aus dem Februar. Mit der Nummer 2586 der Panzerkampfwagen 6 Tiger aus dem April. Sowie mit der Kobi-Setnummer 2591 der Panzerkampfwagen 4 Ausführung H aus dem Juli. Mit der Nummer 2594 der Panzerkampfwagen T34 747R aus dem August. Und mit der Nummer 3119 die V2-Rakete mit Meilerwagen und Hanomag aus dem September. 80 Jahre D-Day und Warschauer Aufstand. In diesem Jahr jährte sich die Anlandung der Alliierten in der Normandie zum 80. Mal. Kobi nahm dieses Jubiläum zum Anlass, zahlreiche neue Sets zu veröffentlichen. Alle sind mit dem offiziellen Logo der Jahresfeier ausgestattet. Bemerkenswert war hier unter anderem das erste Architekturset seit langem, die Kirche Sainte-Marie-Église mit der Setnummer 2299. Daneben sind die ersten 6 von insgesamt 9 Willys Jeep in diesem Jahr erschienen. Auch zum 80-jährigen Jahrestag des Warschauer Aufstands gab es mit dem Kubus mit der Setnummer 3114 und dem Minifiguren-Set mit der Nummer 2057 eine Mini-Kollektion. Das gepanzerte Fahrzeug war als Gewinner aus einer Abstimmung in der offiziellen Facebook-Gruppe von Kobi hervorgegangen. Neue Serien und Lizenzen. In diesem Jahr gab es eine Neuauflage alter Serien und viele neue Lizenzen. So wurden die Nanopanzer im Maßstab 1:72 neu aufgelegt. In 2 Serien erhaltet ihr insgesamt 16 Modelle. Die Mini-Panzer waren auf Wunsch vieler Händler entstanden, die sich kleinere, günstigere und einfach zu bauende Fahrzeuge von Kobi gewünscht hatten. Viele Kunden haben unter anderem die fehlenden Panzerketten kritisiert. Auch das Krippenspiel, die sogenannte Nativity Scene, wurde 2024 neu aufgelegt. Das Set mit der Nummer 20006 gehört zu den erfolgreichsten Modellen in diesem Jahr. Es war bereits zur Veröffentlichung werksseitig ausverkauft und konnte von Händlern zunächst nicht mehr bestellt werden. Daneben feierte Kobi Weihnachtsbaumschmuck seine Premiere im Sortiment. 6 Sets der neuen Kollektion Imperium Romanum erschienen im Oktober dieses Jahres. Hierbei handelt es sich um ein Revival der Romance- und Barbarian-Serie, deren Sets vor 14 Jahren veröffentlicht worden waren. Folgende Lizenzen hat Kobi in diesem Jahr neu erworben: die Ram-Lizenz, Cessna, Lancia, VW, Alfa Romeo und Manitou. Die Jeep-Lizenz wurde wiederbelebt. Neues größtes Set. Nachdem Kobi ein neues größtes Set angeteasert hatte, wurde dieses im Rahmen der 37-Jahr-Geburtstagsfeier enthüllt. Es handelt sich um den Panzerkampfwagen 6 Ausführung E mit der Setnummer 2807. Es hat die gleiche Teileanzahl wie sein Vorgänger mit der Nummer 2801. Es handelt sich um ein 2-in-1-Set, das heißt, es können wahlweise französische oder deutsche Prints verbaut werden. Es entstand in Kooperation mit dem französischen Panzermuseum Musée des Blindés in Saumur.
Hier ist das Vorbildfahrzeug mit dem Spitznamen Britannia ausgestellt, das derzeit aufwendig restauriert wird. Neuer Trend: ein Modell in 3 Versionen. In diesem Jahr hat sich ein neuer Trend bei Kobi etabliert. Demnach erscheint ein Modell in 3 verschiedenen Editionen. In der Regel ist zumindest eine Limited oder eine Executive Edition Bestandteil des Dreiergespanns. Früher gab es dies bereits, aber nicht in dieser Häufigkeit. Wir zeigen hier einige Beispiele für diesen Trend. Der Kobi Panzerkampfwagen 2 mit den Versionen 2596, 2597 und 2598. Der Panzer 6 Tiger im Maßstab 1:35 in den Versionen 3122, 3123 und 3124. Die V2-Rakete in den Versionen 3119, 3120 und 3121. Der Panzerkampfwagen 4 in den Versionen 2591, 2592 und 2593. Und schließlich der Panzer 6 Tiger im Maßstab 1:28 in den Versionen 2586, 2587 und 2588. Was ist sonst noch passiert? Kobi ändert seine Minifigur erneut. Nach dem Boxdesign, das bereits ein Update erhalten hatte, sind nun erneut die Minifiguren dran. Während die Figuren früher beispielsweise schwarze Augen mit weißen Pupillen hatten, ist die Augenpartie nun detaillierter gestaltet, die Augen sind farbig gedruckt. Bereits in den letzten Jahren wurde die Figur immer weiter entwickelt. Mit der Einführung der neuen Beine und Füße sind beispielsweise viel mehr Variationen möglich. Während Beine und Füße früher untrennbar miteinander verbunden waren, sind diese nun separat und können beliebig ausgetauscht werden. Mit der Neugestaltung der Gesichter können nun auch historische und prominente Persönlichkeiten noch besser umgesetzt werden. Zuletzt gab es neue Figurenversionen von Rudolf Berthold und Manfred von Richthofen. Neu hinzugekommen sind Werner von Braun sowie der römische Kaiser Marcus Aurelius sowie eine Figur, die an den Charakter Makrinus aus Ridley Scotts Film Gladiator 2 erinnert. Kobi wird internationaler. Kobi hat eine Dauerausstellung im österreichischen Freizeitpark Tiroland ausgestattet. Erstes Kobi GWP. Seit dem 8. November ist Kobis erstes GWP, also eine exklusive Kaufbeigabe, verfügbar. Das Mini-Weihnachtsset Christmas Gift mit der Setnummer 20008 erhaltet ihr, wenn ihr in einem der offiziellen Kobi Online-Shops für mindestens 60 € einkauft. Neuerscheinungen und Highlights. Diese zahlreichen Neuerscheinungen wurden in 7 Katalogen präsentiert. Erstmals ist ein 3. internationaler Katalog erschienen. 2024 war das inoffizielle Jahr des Tigers. Insgesamt 8 Sets sind veröffentlicht worden. Zu den Highlights in diesem Jahr gehören, zumindest für uns, die folgenden Sets: der Flugzeugträger Akagi mit der Setnummer 4851, die Avro Lancaster Dambusters in der Executive Edition mit der Setnummer 5758, die Lockheed SR-71 Blackbird in der Executive Edition mit der Setnummer 5890 sowie das römische Kriegsschiff mit der Setnummer 20071. Zu den meistverkauften Sets in unserem Onlineshop auf trendgames.de gehörten die folgenden Sets: das Kobi-Set mit der Nummer 2587, der Panzerkampfwagen 6 Tiger Nummer 007, die SR-71 Blackbird in der Executive Edition mit der Nummer 5890, die Nativity Scene mit der Nummer 20006, der IJN Akagi Aircraft Carrier mit der Nummer 4851 sowie die Panzerhaubitze 2000 mit der Setnummer 2628. Daneben erhielt die Zugkollektion Zuwachs, 4 neue Loks und Waggons feierten ihre Premiere. Mit dem Hago 3115 zog der erste japanische Panzer ins Sortiment ein. Auch die erste Boeing 747 kam in 2 Versionen hinzu. Was sind eure persönlichen Kobi-Highlights 2024? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Besucht uns auch gerne einmal auf unserem Blog auf steine-kanal.de. Und Kobi-Sets findet ihr natürlich auch in unserem Onlineshop auf trendgames.de.
Und an dieser Stelle habe ich wie immer 2 Videoempfehlungen für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.